In diesem Video möchte ich euch sämtliche elektrische Triebzüge von Marklin für eine Epoche 3 Modellbahnanlage nach DB-Vorbild vorstellen. Wenn man Gleichstromfahrzeuge, S-Bahnen, moderne Hochgeschwindigkeitstriebzüge und andere europäische Bahngesellschaften ausklammert, so gibt es tatsächlich nur 3 elektrische Triebwagen von Marklin, die halbwegs glaubhaft auf meiner Epoche 3-4 Anlage, also einer Modellbahn, die die Deutsche Bundesbahn Ende der 1960er Jahre darstellt, eingesetzt werden können. Sollte ich bei meiner Recherche ein passendes Modell von Marklin übersehen haben, so lasst es mich bitte wissen und schreibt es in die Kommentare. Wobei alle 3 Baureihen nicht nur eine spannende Geschichte haben, sondern auch eine Modellbahnanlage ungemein bereichern können. Das vom Vorbild her älteste Fahrzeug ist der ET87. 6 Stück davon wurden bereits 1914 für die preußischen Staatseisenbahnen gebaut. Mit dem gesonderten Motorwagen in der Mitte des Zuges, dem Stangenantrieb mit Blindwelle und der eigentümlichen Achsfolge der Steuerwagen, ein Drehgestell auf der einen, aber eine Lenkachse auf der anderen Seite, sieht man ihm das Alter auch etwas an. 3 der bis zu 70 Stundenkilometer schnellen Einheiten gelangten nach dem Zweiten Weltkrieg zur DB und waren im Betriebswerk Nürnberg Hauptbahnhof beheimatet, wo sie 1959 ausgemustert wurden. Das Modell des ET87 in purpurroter Farbgebung ist bei Marklin 2019 in einem Betriebszustand um 1955 erschienen. Entsprechend ist die Ausstattung mit Spitzensignal und beleuchteten Zugschlusssignalen, Innenbeleuchtung, Motoren und auch vielfältigen sonstigen Betriebsgeräuschen immer noch auf Höhe der Zeit. Zwischen 1927 und 1932 wurden dann, bereits im Auftrag der Deutschen Reichsbahngesellschaft, 36 Einheiten des elektrischen Triebzuges ET85 beschafft. Dank des Tatsagerantriebs und der Verwandtschaft zu vierachsigen Personenwägen wirkt die Optik dieser Fahrzeuge weniger exotisch und deutlich moderner. Immerhin 25 der Einheiten gelangten noch zur Deutschen Bundesbahn und wurden unter anderem in Freiburg und München noch bis in die 70er Jahre hinein eingesetzt. Marklin hatte das Modell des ET85 bereits 2023 angekündigt, es dann aber erst im Herbst dieses Jahres ausgeliefert. Dem Trend der Zeit folgend hat es noch einmal mehr Soundfunktionen und auch beleuchtete Führerstände erhalten. Der dritte im Bunde ist der ET91. Obwohl 1935/36 nur 2 Exemplare dieses Aussichtstriebwagens gebaut wurden, hat dieser sogenannte gläserne Zug die spannendste Geschichte und fällt auf einer Modellbahnanlage auch mit am stärksten auf. Er wurde extra für Ausflugs- und Sonderfahrten entwickelt und bot aufgrund der großflächigen Verglasung, die sich bis in den Dachbereich hinein fortsetzte, eine besondere Rundumsicht. Eines der beiden Exemplare, der ET9102, wurde bereits 1943 bei einem Bombenangriff auf das Münchner Bahnbetriebswerk getroffen und brannte völlig aus. Der ET9101 hingegen wurde bei der DB für touristische Zwecke auf Strecken vorrangig in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz noch für mehrere Jahrzehnte eingesetzt.
Am 12. Dezember 1995 wurde aber auch dieser letzte seiner Art beim Frontalzusammenstoß mit einem Regionalexpress im Bahnhof Garmisch-Partenkirchen, bei dem es ein Todesopfer und 51 verletzte Personen gab, schwer beschädigt und das Fahrzeug ist seitdem nicht mehr fahrtüchtig. Als H0-Modell gibt es den ET91 von Marklin tatsächlich in verschiedenen Ausführungen. Unter der Artikelnummer 37580 erschien 2010 der Zug als Epoche 4 Version im Betriebszustand um 1977 und in Olympia Blau-Weiß, man könnte auch sagen in Babyblau. Zudem mit eher sehr einfachen Digitalfunktionen. Ein Jahr später erschien dann eine Ausführung in Purpurrot-Beige in unveränderter technischer Ausstattung im Zustand Mitte der 60er Jahre. Für meine Epoche 3 Modellbahnanlage wäre dies natürlich eigentlich die exakt passende Anschaffung gewesen. Aber so richtig hat mir das Modell damals noch nicht zugesagt. Erst bei der 2015 erschienenen Epoche 2 Version bin ich dann doch schwach geworden. Die Farbgebung in beige-braun-grün finde ich sehr elegant. Zudem ist das Modell bereits ab Werk mit Triebwagenführer und Fahrgästen besetzt. Gerade bei einem so gut einsehbaren Fahrzeug ist das, wenn man es nicht nur auf dem Abstellgleis stehen haben, sondern über die Strecke fahren möchte, nach meinem Geschmack eigentlich unbedingt erforderlich. Natürlich kann man in ein Modell auch nachträglich noch Figuren einkleben. Wenn es aber bereits vom Hersteller geschehen ist, umso besser. Auch hatte diese Neuauflage nun den neuen MFX Plus Decoder erhalten und war mit Fahrsound und sonstigen Geräuschen technisch komplett ausgestattet. Damit habe ich also nun ein Museumsfahrzeug auf meiner Paradestrecke fahren, das es zumindest Ende der 1960er Jahre so nie auf Niederbayerns Bahnstrecken gegeben hat. Denn der dargestellte ELT 1999 wurde ja bereits im Zweiten Weltkrieg aufgrund seiner Kriegsschäden ausgemustert. Und der, zumindest bis 1995 betriebsfähig erhalten gebliebene ET 9101 hat wohl nie mehr sein elegantes Epoche 2 Farbkleid zurückerhalten. Aber solche künstlerische Freiheiten erlaube ich mir auf meiner Modellbahnanlage zugunsten eines abwechslungsreichen Einsatzes vieler verschiedener Zugkompositionen. Dies betrifft übrigens auch den ET 89, der auch Rübezahl genannte elektrische Triebwagen war bis 1959 ebenfalls bei der DB von München aus im Einsatz, aber natürlich nicht in seiner hübschen grünen Farbgebung, wie ich ihn von Brava habe. In der Epoche 2 fuhr das Gefährt wohl nur im Riesengebirge, daher auch sein markanter Spitzname. So könnte es also durchaus auch von anderen Modellbahnherstellern weitere elektrische Triebwagen geben, die für eine Modellbahnanlage nach DB-Vorbild in der Epoche 3 interessant sind. Wegen meinem fehlenden Marktüberblick habe ich mich bei diesem Video jedoch auf Modells beschränkt, die bei Marklin erschienen sind. Und davon habe ich tatsächlich lediglich 3 Stück gefunden. Denn so manches andere Gefährt, das beim ersten Anblick wie ein elektrischer Triebwagen aussieht, entpuppt sich beim näheren Hinsehen als etwas anderes, wie dieser Turmtriebwagen genannte Dieseltriebwagen VT55. Es handelt sich dabei um einen Schienenbus VT98, der einen Pantograph erhalten hat und bei der DB in Epoche 3 zur Installation und Instandhaltung von Fahrleitungen eingesetzt wurde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut nächsten Sonntag ab 8 wieder in meinem Hobbykeller vorbei. Lasst auch sehr gerne ein Abo da. Alle anderen Videos zum Bau meiner Modellbahn-Traumanlage findet ihr gesammelt in einer Playliste, die ich hier rechts verlinke. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.